Guten Abend, meine Damen und Herren. Bevor ich beginne, vielleicht kurz zu meiner Person, weil Sie mich nicht kennen. Mein Name ist Hans Zielitto. Ich habe in Hamburg und Bonn Physik studiert, dann später in Karlsruhe promoviert im Kernforschungszentrum Karlsruhe, ehemals. Dort 5 Jahre gearbeitet, dann war ich 1 Jahr in der Industrie bei Erno Raumfahrttechnik in Bremen, dann eine Zeit lang selbstständig und ab dem Jahre 2000 arbeite ich an der Technischen Universität Hamburg-Harburg am Institut für keramische Hochleistungswerkstoffe. Da muss ich jetzt aber dazu sagen, dass die Pyramidenforschung mit meiner Tätigkeit an der Universität eigentlich nichts zu tun hat. Das ist also mein reines Privatvergnügen. Andererseits ist es aber so, dass die Erfahrung in der Forschung und auch das, was ich im Studium gelernt habe, mir natürlich oft geholfen hat bei der Arbeit hier. Das Thema lautet die Gizeh-Pyramiden in einem völlig neuen Licht. Ich habe übrigens, hier steht manchmal Gizeh und im Vortrag manchmal auch Giza. Giza ist der internationale englische Ausdruck für den Ort bei Kairo, wo die Pyramiden stehen. Ich hoffe, ich habe mit dem Titel nicht übertrieben, also das können Sie am Ende des Vortrags beurteilen. Ich werde mit einer Einleitung beginnen und zwar einmal mal das kurz präsentieren, was wir wissen oder was der Stand der Ägyptologie ist. Dann geht es um die Größen der Pyramiden, die Frage, warum sind die Pyramiden so riesengroß? Die Frage, gibt es einen astronomischen Zusammenhang? Aus diesem astronomischen Zusammenhang ergibt sich dann ein Zeitpunkt, der in der Vergangenheit oder in der Zukunft liegen wird. Und für die Leute, die jetzt sagen würden, na gut, das sind jetzt so mathematische Spielereien und astronomische Berechnungen, das kann alles auch zufällig so passen, für die habe ich ein handfestes technisches Phänomen, das man nachprüfen kann. Das ist beweisbar im Grunde. Und genau, und ich ende dann mit einer Zusammenfassung. Zunächst mal gibt es eine Menge offene Fragen. Ich werde ein paar anreißen. Wurden die Pyramiden von vielen tausend Sklaven oder Freiwilligen erbaut? Stichwort schiefe Rampe. Wurden die Blöcke an Seilen hochgezogen oder nicht? Fand die Errichtung mit Holz- oder Seilkonstruktionen statt, so, also Holzwippen oder Flaschenzüge oder ähnliches? Gibt es einen astronomischen Zusammenhang? Die Frage werden wir mit Ja beantworten. Warum sind die Pyramiden so gigantisch groß? Das werden wir auch beantworten. Und die ersten beiden Fragen, die werden sich übrigens nach dem Vortrag relativiert haben. Also es wird möglicherweise gar nicht mehr viel Sinn machen, die zu stellen. Es gibt bestimmt noch 20 weitere Fragen, die nicht beantwortet sind bis heute, aber das würde jetzt zu weit führen. So, zunächst einmal, die Pyramiden liegen westlich von Kairo in Giza. Am Rande der Wüste und etwas weiter südlich davon sind noch die Pyramidenbezirke von Saqqara und Dashur, die eigentlich mit am bekanntesten sind. Und so liegen die Pyramiden eigentlich im Fokus dieses Nildeltas. Das Feststellen der Standorte ist also ziemlich einfach, aber was ist mit der Zeit der Errichtung der Pyramiden? Da fängt es nämlich schon an. Zunächst einmal, das alte ägyptische Reich wird eingeteilt in das Alte Reich, das Mittlere Reich und das Neue Reich, die jeweils durch eine Zwischenzeit getrennt sind. Was uns hier interessiert, ist die 4. Dynastie, die zum Alten Reich gezählt wird und speziell die Pharaonen Cheops, Khephren und Mykerinos, denen die Pyramiden zugeschrieben werden, um die es heute geht. Hier ist ein Luftbild, das habe ich beim Anflug auf Kairo aufgenommen aus meinem Flugzeug. Man sieht rechts die Cheops-Pyramide, in der Mitte die Khephren-Pyramide und die kleine ist die Mykerinos-Pyramide. Jetzt befinden wir uns schon auf dem Plateau von Giza. Nochmal rechts die Cheops-Pyramide, übrigens dieses Gebäude. Hier, das ist ein Schiffsmuseum, in dem ein Schiff, was man dort in der sogenannten Schiffsgrube gefunden hat, also zusammengebaut hat und das kann man besichtigen. In der Mitte die Khephren-Pyramide, oder auch zweite Pyramide und die Mykerinos-Pyramide im Vordergrund und noch 3 Nebenpyramiden der Mykerinos-Pyramide. Ja, zunächst einmal, die Pyramiden sind sehr genau nach Norden ausgerichtet, das ist bekannt und das ist auch als beabsichtigt anerkannt. Das ist also nichts Besonderes mehr, aber was ist mit der Breitenlage? Man weiß, dass die Pyramiden ziemlich genau auf dem 30. Breitenkreis liegen. Die Cheops-Pyramide ist nur 2 Kilometer entfernt
Das würde man, also diese 2 Kilometer Differenz würde man maßstabsgetreu hier auf der Zeichnung überhaupt nicht erkennen. So genau würde das passen. Und man könnte jetzt sagen, na okay, die 30, die hat eigentlich keine Bedeutung. Wenn der rechte Winkel zum Beispiel in 100 Grad eingeteilt worden wäre, dann hätten wir 33,3 Grad. Und ja, dann ist das nicht signifikant. Dem ist aber nicht so. Das Besondere beim 30-Grad-Winkel ist, dass hier in diesem Dreieck die gegenüberliegende Seite zur Hypotenuse genau das Verhältnis 1:2 hat. Das bedeutet, die Pyramide befindet sich genau auf halber Höhe zwischen der Äquatorebene und dem Nordpol. Und das hat mit der 30-Grad-Bezeichnung nichts zu tun. Entscheidend ist, dass der Winkel ein Drittel des rechten Winkels ist. Also hier kann man schon mal Fragen stellen, Zufall oder nicht. Genau, und man kann übrigens auch ein regelmäßiges Sechseck einzeichnen. Okay, das ist aber auch bekannt, das ist nicht neu. Zu den Zeitpunkten der Errichtung. Wir haben hier die 3 Pharaonen, Cheops, Khephren, Mykerinos und die ihnen zugeschriebenen Pyramiden. Rechts die Regierungszeiten, die schwanken je nach Literatur um 30 bis 50 Jahre vor und zurück, aber mehr nicht. Und die Pyramiden sollen demnach etwa zwischen 2600 und 2500 vor Christus erbaut worden sein. Auf der anderen Seite gibt es in der Physik, also gab es vor über 10 Jahren etwa, eine Altersbestimmung von Bauten des Alten Reiches, insbesondere auch die Cheops-Pyramide, und zwar mit der sogenannten AMS, Beschleuniger-Massenspektroskopie. Das beruht auf der C14-Methode, wird aber mit einem Teilchenbeschleuniger durchgeführt. Und der Vorteil ist, dass die Genauigkeit um Faktor 100 besser ist und dass man nur noch Milligramm von dem Material benötigt, um das Alter zu bestimmen. Man hat also kleine Holzstückchen und Holzkohlestückchen aus dem Mörtel im Kernbereich der Cheops-Pyramide genommen. Das Ergebnis, der Bauzeitpunkt der großen Pyramide ist zwischen 3030 und 2905 vor Christus mit 95%iger Wahrscheinlichkeit. Das heißt, wir haben eine Diskrepanz von 400 Jahren, die bis heute ungeklärt ist. In der Ägyptologie kam das Argument, naja, vielleicht hat man das Kernholz von 400 Jahre alten Bäumen verwendet damals. Aber Holz war also sehr wertvoll oder ist auch sehr wertvoll, da gibt es nicht so viele Bäume. Und warum sollte man gerade das Kernholz von 400 Jahre alten Bäumen nehmen, sodass das Holz praktisch älter ist als die Pyramide? Also das Argument ist so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Und wie gesagt, das ist bisher nicht geklärt. Jetzt die Frage, jetzt muss ich mal gucken, genau, warum sind die Pyramiden so gigantisch groß? In der Ägyptologie wird gesagt, dass die Cheops-Pyramide eine Grundkantenlänge von 440 Ellen hat. Das entspricht 230 Metern ungefähr. Und wenn man die nur halb so breit gebaut hätte, dann hätte sie nur ein Achtel des Volumens, hätte doch eine Menge Arbeit gespart. Warum sind die also so groß? Und dann habe ich zunächst mal in der Literatur geschaut, was es dort für Angaben gibt. Und da kam ich zunächst mal auf Folgendes. Es wird behauptet, dass der Abstand Erde-Sonne 1 Milliarde Mal so groß ist wie die Höhe der Cheops-Pyramide. Der Fehler liegt zwischen 0,5 und 3%. Das liegt daran, dass die Erdbahn nicht kreisförmig ist, sondern leicht ellipsenförmig und der Abstand der Erde zur Sonne schwankt. Dann habe ich einen zweiten Zusammenhang gefunden, und zwar die Höhe dieses Seitendreiecks, also von der Grundkante gemessen bis zur Spitze, mal 600 soll der Abstand zweier Breitenkreise sein. Also zum Beispiel vom 29. bis zum 30. Breitenkreis. Nun ist es aber so, man kann leicht zeigen, wenn man solche Faktoren erlaubt, ich habe die Anpassungsfaktoren genannt, also wie zum Beispiel 100, 200, 300, 1000, 2000, also mit einer Ziffer und beliebig vielen Nullen, dann kommt man im Durchschnitt auf eine Abweichung von 10%. Also wenn wir zum Beispiel die Breite dieses Hauses nehmen, als Beispiel, und die Länge der Hardenbergstraße, und wir bräuchten einen Faktor von 55, und wir haben aber nur 50 oder 60 nach unserer Vorgabe hier, dann hätten wir einen Fehler von 10%. Also man kann das mathematisch ein bisschen genauer zeigen, aber das soll es nur so ein bisschen verdeutlichen. Nun ist es aber so, dass es innerhalb der Pyramide 5 verschiedene
Strecken gibt. Einmal die Grundkantenlänge, dann die Diagonale, die Höhe der Seitenfläche und der Abstand von einer Ecke zur Spitze. Wenn man jetzt 5 Vergleichsgrößen aus der Astronomie nimmt, zum Beispiel Abstand Erde-Sonne, Umfang der Erde, Abstand zum Mond und so etwas, dann hat man schon 25 Kombinationsmöglichkeiten. Und man kann jetzt ganz einfach zeigen, dass in etwa einer dieser Zusammenhänge einen Fehler von weniger als 1% hat. Die Folgerung ist, dass diese Behauptungen nicht signifikant sind, die haben keine Bedeutung. Damit kann man alles zeigen. Und es gab auch Kritik häufiger, da war von Zahlenspielereien die Rede und in gewisser Weise ist diese Kritik auch berechtigt. Aber die Frage, warum sind die Pyramiden nun so groß? Also ich dachte mir, wenn da jemand so etwas baut und auch so präzise baut, die Verkleidungsblöcke, die passen auf Bruchteile von Millimetern, dann wird man sich schon überlegt haben, wie groß man die baut und nicht zufällig 440 Ellen nehmen, warum nicht 330? Und was ich gemacht habe, ich habe mir einfach ein Physikbuch genommen, Tabellen und mal mir irgendwelche physikalischen Konstanten rausgesucht und rumgeguckt. Ich dachte mir, wenn jemand sowas baut, möglicherweise, also wenn ich der Baumeister wäre, ich würde es versuchen, auf irgendwelche Naturkonstanten zurückführen. Und was ich gefunden habe, ist Folgendes. Das Volumenverhältnis von Sonne zu Erde ist 1,3 Millionen zu 1. Die Sonne ist 1,3 Millionen Mal größer als die Erde, vom Volumen her. Vom Durchmesser ist sie 109 Mal größer. Und 109 zur dritten Potenz ergibt gerade die 1,3 Millionen. Ich werde übrigens hier unten immer Referenzen angeben. Man soll dadurch sind die Zahlen belegt. Ich habe übrigens die astronomischen Größen, die auch im Folgenden noch kommen, entweder aus dem DTV-Atlas zur Astronomie oder eine Datensammlung Astrophysical Data von K.R. Lang. Das sind also Standardwerke, die jeder Student eigentlich benutzt und kennt und die auch in der Forschung verwendet werden. So, als nächstes, die Grundkantenlänge der Pyramide ist 230,364. Die Pyramide wurde vor über 100 Jahren schon sehr präzise vermessen von Professor Borchardt und einem Vermessungsingenieur Cole aus Ägypten. Und das ist sozusagen der mittlere Wert. Wenn man jetzt diese beiden Zahlen einfach multipliziert, ergibt sich diese Länge 2,9970 mal 10 hoch 8 Meter. Also wenn jemand einen Taschenrechner dabei hat, kann er das nachrechnen. Die Zahlen sind belegt, dass die Rechnung stimmt. Hat jemand einen Einfall hier? Stichwort, ja? Lichtgeschwindigkeit, genau. Die Lichtgeschwindigkeit beträgt 2,9979 mal 10 hoch 8 Meter pro Sekunde. Man kann diesen Zusammenhang jetzt etwas anders schreiben als Gleichung. Also zunächst mal die Abweichung ist 0,03%, das ist sehr wenig. Und neue Ergebnisse haben sogar jetzt ergeben, dass die Abweichung noch geringer ist. Das ergibt jetzt diese Gleichung. Das Verhältnis von der Grundkantenlänge der Cheops-Pyramide zu einer Lichtsekunde ist gleich dem Volumenverhältnis von der Erde zur Sonne. Die Gleichung ist relativ einfach. Das ist der mathematische Dreisatz. Vielleicht erinnern Sie sich an die Schule. Ich sage mal ganz kurz, also 3 Kilo Kartoffeln kosten, oder sagen wir 5 Kilo Kartoffeln kosten 3 Euro. Wie viel kosten 10 Kilo Kartoffeln? Man hat ein Verhältnis 3 zu 5, eine dritte Größe 10 Kilo und eine vierte Größe wird dadurch definiert. Also jeder, der einkauft, der macht das automatisch richtig. Das rechnet man im Kopf. Das wird halt Dreisatz genannt und dies ist im Grunde dasselbe. Wir haben 3 Größen, Volumen der Erde, der Sonne und die Lichtsekunde und dadurch wird die Größe der Cheops-Pyramide definiert. Übrigens Lichtsekunde nochmal, damit es kein Missverständnis gibt, das ist eine Längenangabe, genauso wie Lichtjahr. Lichtjahr ist die Entfernung, die das Licht in einem Jahr zurücklegt und Lichtsekunde entsprechend die Strecke, die das Licht in einer Sekunde zurücklegt. Das ist ungefähr 75% von hier zum Mond, die Entfernung. Schauen wir uns die Gleichung noch ein bisschen genauer an. Es ist zunächst mal ein einfacher Ausdruck. Dann eine relativ große Genauigkeit, 0,03%. Das ist schon wesentlich besser als diese beiden anderen Zusammenhänge, die ich vorher gezeigt habe. Es gibt keinen Anpassungsfaktor. Und das macht es enorm schwierig, überhaupt so einen Zusammenhang zu finden. Die Dimension Länge ist vernünftig. Also wenn zum Beispiel bei dem vorherigen Produkt, wenn da 2,99 mal 10 hoch 8 Kilogramm
rausgekommen wäre, dann hätte man die Kilogramm nicht auf eine einfache Weise korrigieren können. Volumen sind eindeutig definiert. Hätte man zum Beispiel Durchmesser genommen, dann gibt es schon ein Problem, weil die Erde am Äquator also einen größeren Durchmesser hat als von Pol zu Pol. Bei den Volumen gibt es keine Frage. Wahl von Sonne und Erde ist sinnvoll. Also wir haben nicht den Pluto oder den dritten Saturnmond oder irgendeinen anderen Körper, sondern die Erde, auf der die Pyramide steht, und die Sonne, unser Zentralstern. Die Lichtgeschwindigkeit ist die grundlegendste physikalische Konstante, behaupte ich mal. Also wenn Sie irgendein Physikbuch nehmen oder eine Datensammlung, da stehen vielleicht 100 verschiedene Konstanten drin, aus der Physik, aus der Chemie. An erster Stelle steht fast immer die Lichtgeschwindigkeit. Sie spielt im Makrokosmos, im täglichen Leben und im Mikrokosmos eine wichtige Rolle. Dann haben wir die Analogie in der Gleichung Pyramide und Erde. Die Pyramide steht ja auf der Erde und Sonne und Licht. Das macht auch viel Sinn, finde ich. Die Grundkante ist außerdem zweckmäßig. Man kann sie leicht nachmessen, um zum Beispiel Längenmaße daran zu definieren. Wenn man die Höhe genommen hätte, hätte man es nicht verwenden können. Und schließlich, die Gleichung ist auch unabhängig von der Einheit Meter. Also man kann die Länge auch in Zoll oder Yards angeben, das spielt keine Rolle. Die Gleichung ist allgemeingültig. Jetzt kommen manchmal Fragen auf und die werde ich, also eigentlich zwei Fragen, die werde ich gleich vorweg beantworten. Also in der Ägyptologie ist es so, dass gesagt wird, dass die Grundkantenlänge 440 Ellen ist von der Cheops-Pyramide und die Höhe 280 Ellen. Die Frage, ist das ein Widerspruch zu dieser Gleichung? Also einerseits wird behauptet, also die ist so und so lang und ich sage also 440 Ellen und ich behaupte jetzt, die Länge wird durch die Gleichung definiert. Und es ist tatsächlich kein Widerspruch. Und die Antwort ist ganz einfach. Also es wäre möglich, dass die Längenmaße erst nachträglich anhand der vorhandenen Pyramidenkante definiert wurden. Also heute sind auch alle möglichen Maße, der Meter ist genau definiert. Und wenn damals jemand auf dem Markt meinetwegen Stoffwaren kauft und dann sagt er zu dem Verkäufer, hör mal, deine Elle, die scheint mir ein bisschen kurz oder so, dann brauchen Sie sich nicht zu streiten, die können zur Pyramide gehen und das prüfen. Ein zweiter Punkt ist auch folgender. Das Volumen der Erde, das Volumen der Sonne und die Lichtsekunde, also die Lichtgeschwindigkeit, das sind fundamentale Größen. Ich glaube, das ist keine Frage. Aber hier in der Lichtsekunde, da steckt auch die Sekunde drin. Also wenn die Sekunde jetzt zum Beispiel doppelt so lang wäre, wie sie heute ist, dann wäre die Strecke auch doppelt so lang und dann würde die Gleichung überhaupt nicht mehr stimmen. Tja, die Frage ist die Sekunde signifikant? Und jetzt habe ich mal eine Frage an Sie, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Wissen Sie, wer die Sekunde auf diesem Planeten eingeführt hat? Die Zeiteinteilung in 24 Stunden, Stunde in 60 Minuten, die Minute in 60 Sekunden. Wer hat es eingeführt? Also jedes Kind lernt in der Schule oder zu Hause diese Zeiteinteilung. Wir haben also zig verschiedene Längenmaße auf der Erde. Wir haben Gewichtsmaße, Volumenmaße, wir haben hunderte von Währungen, aber wir haben nur ein einziges Zeitmaß. Also wenn Sie es nicht wissen, dann brauchen Sie sich nicht zu schämen, das weiß nämlich niemand. Sie können also einen Professor fragen, einen beliebigen, der wird Ihnen wahrscheinlich keine Antwort geben können. Was man allerdings weiß, also keine vollständige Antwort, man weiß zwei Dinge. Zunächst einmal haben die alten Ägypter, ich muss gerade überlegen, genau, die haben die Einteilung in 24 Stunden schon gekannt. Wobei allerdings die Stunden am Tag etwas länger sind als die Stunden in der Nacht. Da wird wahrscheinlich die Gewerkschaft ein Wörtchen mitreden. Also. Aber das Zweite ist, dass vor 3.500 Jahren die alten Babylonier das Sexagesimalsystem verwendet haben. Das ist ein Zahlensystem zur Basis 60. Also wir haben das Dezimalsystem, Basis 10, 10, 100.000 und das ist halt ein System zur Basis 60. Und wenn man sich eine Zeiteinteilung anschaut, 1 Stunde hat 60 Minuten, 60 Sekunden, dann hat das schon Ähnlichkeit. Allerdings wird dadurch die Frage nur verlagert, denn die Frage ist, wer hat das Sexagesimalsystem bei den alten Babyloniern eingeführt? Das weiß man nicht. Und
Schließlich gibt es noch ein Buch von einem Physiker, Eckhard H. Wallenwein. Das heißt, das habe ich hier unten angegeben, das heißt das alte Gebüsche Universum. Der hat ein mathematisches Modell entdeckt, das die heutige Winkeleinteilung, denn da haben wir das Gleiche, also ein Grad ist in 60 Bogenminuten eingeteilt und wiederum in 60 Bogensekunden, die Bogenminute. Also in diesem Modell wird die Winkeleinteilung, die Zeiteinteilung und der heutige Meter vereint. Und ich fand das sehr beeindruckend. Ich kann jetzt nicht genau darauf eingehen, das ist etwas komplizierter. Aber der Herr Wallenwein kam zu dem Schluss, dass zur Zeit des alten Ägyptens die Sekunde schon bekannt war. Okay, ich glaube, das reicht jetzt erstmal. Man kann es jetzt auch so ausdrücken, die Größe der Cheops-Pyramide wird durch die Zeit definiert, genauer gesagt durch eine Lichtsekunde. Als ich in Karlsruhe einen Vortrag darüber gehalten habe, das ist schon einige Jahre her, kam am Ende und da war ich erst den halben Weg gewissermaßen gegangen. Da hatte ich mich mit der zweiten Pyramide noch nicht beschäftigt. Und da kam die Frage, wie es denn damit aussieht, mit der Kephron-Pyramide. Gibt es da auch eine Gleichung? Als ich zu Hause war, habe ich mich dann gleich darauf gestürzt, in den Büchern gewälzt und zunächst mal nichts gefunden. Dann habe ich also alles Mögliche versucht und plötzlich hatte ich eine Idee, die Venus. Die Venus ist unser Nachbarplanet und ist etwas kleiner als die Erde. Genauso ist die zweite Pyramide etwas kleiner als die Cheops-Pyramide. Schauen wir uns das mal an. Das Verhältnis der Volumen von der Cheops zur Kephron-Pyramide ist 1,1683. Das heißt, die Cheops-Pyramide ist um 16,8% größer als die zweite Pyramide. Das Volumenverhältnis der Planeten ist 1,1672. Die Erde ist also 16,7% größer vom Volumen her als die Venus. Die Genauigkeit ist 0,1%, was auch erklärbar ist. Es ist schon mal relativ wenig und es ist so, das Volumen der Erde ist sehr genau bekannt, aber das Volumen der Venus ist nicht so genau bekannt. Man kennt zwar die Topographie durch Radarmessungen, aber den mittleren Durchmesser kennt man nicht so genau. Das heißt, die 0,1% sind durchaus im Rahmen noch. Wenn man das als Gleichung aufschreibt, ergibt sich, dass das Volumenverhältnis der Pyramiden dem Volumenverhältnis der Planeten entspricht. Die Gleichung ist also noch einfacher als die erste. Und hiermit wird praktisch die Größe der zweiten Pyramide definiert. So, Mykerinos-Pyramide, das ist die dritte. Tja, das hat bei mir ziemlich lange gedauert, bis ich da etwas gefunden habe. Zunächst einmal, wenn wir schon Erde und Venus haben, dann gucken wir uns mal die anderen Planeten an, die wir noch im Sonnensystem haben. Erde und Venus haben wir schon verwendet in den beiden Gleichungen. Und man könnte sich jetzt vorstellen, dass es würde eigentlich nur noch Merkur oder Mars in Frage kommen. Wobei Merkur zu bevorzugen ist, weil dann hätte man die ersten drei Planeten und die würden die Pyramiden repräsentieren. Ich habe dann die Volumina geprüft, die entsprechende Gleichung aufgestellt, es hat aber nicht funktioniert. Da war ein relativ großer Fehler, es hat einfach nicht gepasst. Wir müssen jetzt einen kleinen Umweg machen, um das Ganze zu verstehen. Und zwar, das ist eine Ansicht von oben auf die Pyramiden, Cheops-Pyramide, Kephron und Mykerinos. Die Frage, warum stehen die nicht eigentlich in einer Reihe nebeneinander, wie zum Beispiel Häuser an einer Straße? Oder warum stehen sie nicht mit den Diagonalen auf einer Linie, sondern sind so merkwürdig seitlich versetzt? Und dann entstand bei mir die Frage, ist es möglich, dass die drei Planeten Erde, Venus, die haben wir ja schon, und Merkur genau diese Anordnung einnehmen? Also ich habe einfach mal die Annahme gemacht, dass Merkur der fehlende Planet ist und die Frage, ob es möglich ist, überhaupt von der Lage der Planetenbahn. Dazu muss ich ganz kurz etwas die Grundlagen bringen, und zwar die Planeten bewegen sich auf Ellipsen. Die Ellipsen haben zwei Brennpunkte und in einem Brennpunkt befindet sich die Sonne. Das heißt, der Abstand variiert. Also hier ist die Exzentrizität, nennt man das. Die Ellipse ist relativ flach. Hier ist der Abstand zur Sonne relativ gering. Hier ist er von hier nach hier, das ist der größte Abstand. Und die beiden Punkte, den nahesten Punkt nennt man Perihel, den entferntesten Punkt Aphel. Und ich habe jetzt die Planeten einfach maßstabsgetreu auf dem Blatt Papier gezeichnet
und dann die Pyramidenanordnung draufgelegt sozusagen. Und es ist so, dass diese Streckenzüge immer der Anordnung der Pyramiden entspricht. Und wenn man sich hier die linke Seite anschaut, also das ist die Merkurbahn, Venusbahn, Erdbahn. Hier ist der Merkur relativ nah an der Sonne. Und wenn wir hier sagen wir, die Erdposition und Venusposition festlegen, dann wäre nach der Anordnung der Pyramiden, müsste der Merkur sich hier befinden. Tut er aber nicht, sondern der Merkur ist wenn dann hier auf der Bahn. Das heißt, man sieht schon hier, wir müssen uns auf die rechte Seite begeben. Und es ist tatsächlich so, wenn der Merkur im entferntesten Punkt steht oder in der Nähe davon, das heißt im Aphel, dann passen alle Positionen genau überein. So, das ist die Korrelation praktisch. Ich habe hier noch sozusagen die Nord-Süd-Richtung mit dieser Richtung korreliert. Und zwar, ich gehe nochmal ein Bild zurück. Diese Hauptachse ist relativ auffällig. Sie ist quasi die Symmetrieachse aller drei Bahnen, weil die Erdbahn und die Venusbahn, die sind relativ gut kreisförmig. Und okay, also ich habe jetzt diese Achse mit der Nord-Süd-Richtung korreliert, dann haben wir dieses Bild. Und man kann jetzt sogar die Sonnenposition festlegen, die ist ungefähr 726 Meter südlich der Mykerinus-Pyramide. Ja, also das ist jetzt ein wichtiger Punkt. Merkur muss sich im Aphel befinden oder in dessen Nähe. So, mich hat interessiert, welche Sonnenpositionen im Pyramidengelände kommen überhaupt in Frage. Und das habe ich jetzt folgendermaßen, das habe ich konstruiert auf einem Blatt Papier, ein großer Bogen. Da habe ich zunächst mal die Pyramiden eingezeichnet und dann den Radius, also die Sonne meinetwegen hier hingesetzt. Dann entspricht dieser Abstand ist der Abstand Erde-Sonne. Und dann habe ich entsprechend der Planetenbahn einen zweiten Kreis um die zweite Pyramide gelegt mit dem Radius des Venusabstandes. Und dann gibt es zwei Schnittpunkte, einen hier und einen auf der anderen Seite. Aber der kommt eigentlich nicht in Frage, weil der Merkur dafür viel zu weit weg wäre. Und wenn man jetzt bei diesem Punkt prüft, ob der Merkur auch passt, dann sieht man, dass er hier auf jeden Fall viel zu weit weg ist. Und zwar die größtmögliche Distanz ist die Distanz zum Aphel, die habe ich hier zugrunde gelegt, die reicht nur bis hierher. Das heißt, der Merkur würde nicht auf seiner Bahn liegen. Ich hatte vermutet, dass die Sonnenposition eventuell südlich der Cheops-Pyramide liegt, aber das hat sich als falsch herausgestellt. Ich habe dann sozusagen Entfernung Erde-Sonne vergrößert, entsprechend proportional die Entfernung Venus-Sonne eingezeichnet und dann gibt es diese Position für die Sonne. Der Abstand zum Merkur ist aber immer noch zu groß. Und wenn man das weiter fortführt, dann schneiden sich diese beiden gestrichelten Linien etwa südlich der Mykerinus-Pyramide. Und an dieser Stelle, oder genauer gesagt in diesem Bereich, stimmen alle drei Entfernungen, Merkur, Venus und Erde. Das heißt, hier in diesem Bereich könnte sich die Sonne befinden. So, jetzt kommen wir zurück zur fehlenden Gleichung. Es scheint, als ob dieser Aphel, die Apheldistanz, sagt man, also die größtmögliche Entfernung von der Sonne, als ob die eine besondere Rolle spielt. Und ich habe einfach mal die Entfernung genommen. Und zwar ist das Verhältnis der Apheldistanzen von Merkur zur Erde 0,459 etwa. Und zwar AE ist der mittlere Abstand Erde-Sonne, auch astronomische Einheit genannt. Das ist ein astronomisches Längenmaß. Das wird also in der Astronomie verwendet, wenn es um Planeten geht. Und zwar ist hier die größte Distanz, also man sieht, dass hier kommt die Form der Ellipse zum Tragen, also die Distanz ist nicht genau 1, sondern ein bisschen größer, weil das der größte Abstand der Erde zur Sonne ist. Das ist der größte Abstand Merkur zur Sonne. Das ist das Verhältnis. Wenn ich diese Zahl wiederum mit der Grundkantenlänge der Cheops-Pyramide multipliziere, ergibt sich 105,7 Meter. Die gemessene Kantenlänge der dritten Pyramide sind 105,5 Meter. Die Abweichungen sind ungefähr 0,2%, wobei die auch erklärbar sind, weil die Grundkanten nicht endgültig bearbeitet waren bei der Mykerinus-Pyramide. Das sehen wir gleich auf dem Foto. Nochmal als Gleichung hingeschrieben.
Das Verhältnis der Grundkantenlängen von der Cheops-Pyramide zur Mykerinos-Pyramide ist gleich dem Verhältnis der Apeldistanzen von Erde zu Merkur. Und wir haben wieder den mathematischen Dreisatz, eine ganz einfache Gleichung. Einfacher geht es eigentlich nicht. Genau. Hier sehen wir die Nordseite und man sieht, die sind Granitblöcke, das ist Kalkstein. In diesem Bereich um den Originaleingang sind die Granitblöcke plan bearbeitet, aber hier noch nicht. Deswegen war sozusagen das Festlegen der Grundkantenlängen nicht so genau möglich. Fassen wir zusammen. Wir haben 3 Gleichungen, mit denen praktisch die Größen der 3 Pyramiden festgelegt werden. Und das Besondere ist, dass in allen 3 Gleichungen die Cheops-Pyramide der Erde zugeordnet wird. Hier und auch hier. Weiterhin wird die Mykerinos-Pyramide dem Merkur zugeordnet, Kephren-Pyramide der Venus und die Sonne dem Licht. So, jetzt die Frage, gibt es einen Zeitpunkt, wo die Pyramiden genau diese Anordnung einnehmen, wo praktisch die Pyramiden tatsächlich die Konstellation der Pyramiden darstellen? Und das zu berechnen ist eigentlich ziemlich schwierig. Und zwar, dass man könnte es theoretisch, es gibt die sogenannte Keplersche Gleichung, mit der die Planetenbewegung beschrieben wird. Es ist aber so, die Planetenbahnen ändern sich mit der Zeit im Raum. Die sind in erster Linie raumfest, aber die Ellipsen drehen sich langsam. Das heißt, über Tausende von Jahren ändern sich die Bahnen. Das hängt damit zusammen, dass die Planeten nicht nur von der Sonne angezogen werden, sondern auch sich gegenseitig anziehen. Das heißt, die stören sich gegenseitig und deshalb ist bei einer Berechnung sehr schwierig. Und ich habe dann rumtelefoniert und bin dann auf etwas gestoßen, und zwar eine Theorie. Okay, das mache ich jetzt mal zuerst. Die nennt sich VSOP 87. Das ist eine planetarische Theorie. Man gibt einfach, also die ist im Internet verfügbar. Man kann sie downloaden. Man gibt einen Zeitpunkt ein und erhält für alle 8 Planeten die 3 Raumkoordinaten, und zwar sehr präzise. Die Theorie wurde aufgrund von verschiedensten Beobachtungen, unter anderem auch von der NASA, entwickelt und man kann sie verwenden. Hier gibt es übrigens noch eine Doppeldeutigkeit, das muss ich sagen. Man kann einmal von oben auf die Pyramidenbahn schauen und von unten. Und das ergibt natürlich 2 verschiedene Zeitpunkte. Also oben, in Anführungsstrichen, bedeutet aus der Richtung, wo sozusagen der Nordpol der Erde hin zeigt, wenn wir von da von oben schauen. Und der Zeitpunkt, der sich hier ergibt, das ist der 19. April 228 nach Christus, um 5:40 Uhr. Die Zeit ist sogar auf die Sekunde genau bekannt, das habe ich hier gar nicht mit angegeben. Und zwar deshalb, also mit der Annahme, dass sich Merkur genau im Apel befindet. Diese Durchgänge sind zeitlich sehr genau bekannt. So, wenn wir jetzt die Bahnen spiegeln, ergibt sich folgendes Bild. Ich habe jetzt sozusagen, wir schauen wieder von oben und von unten auf die Pyramiden, damit sich die beiden Bilder unterscheiden. Sonst hätten wir das gleiche Bild wie vorher. Und hier ergibt sich ein neuer Zeitpunkt, der 24. September 7588 nach Christus. Und vielleicht noch eine interessante Sache, die habe ich jetzt vorher gar nicht erwähnt. 11,5 Tage später stehen die Planeten nahezu in einer Reihe, in einer Konjunktion. Das ist auch übrigens im vorherigen Bild erkennbar. Hier ist es 11,5 Tage vorher. So, es gibt aber noch ein kleines Problem. Und zwar, nee, das habe ich vergessen. Hier ist nochmal der zeitliche Ablauf gezeigt in 14 Tagesschritten. Also von einem Bild, die Abfolge geht hier von links nach rechts und dann nach unten. Das sind immer 14 Tage Unterschied und man sieht, dass die Planeten nach und nach die Konstellation der Pyramiden einnehmen und danach löst sich das Ganze wieder auf. Hier stehen sie ungefähr in einer Reihe. Und man sieht übrigens hier auch, dass sich der Merkur am schnellsten bewegt. Der ist hier sozusagen nach gut einem Monat schon fast wieder einmal rum, während die Erde sich nur ein Stück bewegt hat, von hier bis hier. Ja, das Problem ist, dass die Abweichung, die relative Abweichung, die kann man angeben, ist ungefähr 1,4% in beiden Fällen, was im Grunde etwas viel ist. Und
Ich habe hier eine Annahme gemacht. Ich habe gewissermaßen von oben auf die Bahn geguckt und habe die Position in die Ebene projiziert. Ich habe sozusagen die Höhenlagen der Pyramiden nicht berücksichtigt. Und es ist auch so, dass sich die Planeten nicht alle genau in einer Ebene bewegen. Sie bewegen sich ungefähr in einer Ebene, sind aber teilweise etwas über oder unterhalb dieser Hauptebene. Und ich habe jetzt die ganzen Berechnungen nochmal dreidimensional durchgeführt. Das macht das Ganze ein bisschen komplizierter, ist aber auch machbar. Und dann ergibt es ein neues Bild. Und zwar den Zeitpunkt der 31. Mai 3088 nach Christus. Vorher war es so, dass ich praktisch die Hauptebene der Bahn und die Erdoberfläche mehr oder weniger gleichgesetzt habe. Also weil ich beides mal da hinein projiziert habe. Und hier ist es so, dass ich nur noch die drei Positionen im Raum mir angucke, einmal von den Pyramiden und von den Planeten. Und dadurch kippen die beiden Ebenen gegeneinander. Das ist also die Erdoberfläche und das ist die sogenannte Ekliptikebene. Die Ekliptikebene ist im Grunde die Ebene der Erdbahn. Die sind gegeneinander geneigt. Moment. Und ja, und das Besondere ist, die Abweichung wird auf einmal sehr gering. Sie ist nur noch 0,07%. Bei der Höhenlage, da gibt es auch noch mehrere Möglichkeiten. Man kann einmal die Grundflächen der Pyramiden nehmen, dann kann man den Schwerpunkt nehmen und die Spitze. Also diese drei Varianten habe ich ausprobiert. Und ich habe jetzt im Folgenden nochmal eine Berechnung mit den Spitzen gemacht. Das sieht dann so aus. Und der Zeitpunkt wäre der 12. März 2876 vor Christus. Hier sind die beiden Ebenen, einmal die Hauptebenen der Planeten und die Ebene der Erdoberfläche, sind um fast 90 Grad gegeneinander geneigt. Oh, was habe ich jetzt gemacht? So. Ja, kommen wir nochmal zu den Sonnenpositionen. Ich hatte die vorher grafisch bestimmt, jetzt habe ich das mit dieser Theorie genau berechnet und in ein Koordinatensystem eingetragen. Und zwar die wichtigsten Punkte, die sich ergeben, ist einmal dieser Punkt, 726 Meter südlich der Pyramide, der auf dem ersten Ansatz beruht, wo ich in diese Hauptebenen projiziert habe. Dann gibt es diesen Punkt, der ist etwas abseits der Linie, das ist der, wo ich die Schwerpunkte der Pyramiden zugrunde gelegt habe. Und dann gibt es noch den Punkt, wenn ich die Spitzen der Pyramiden zugrunde lege. Und jetzt wäre natürlich die Frage interessant, gibt es dort irgendwas an dieser Stelle? Und ich bin 4-mal in Ägypten gewesen und beim ersten Mal hatte ich die Ergebnisse noch nicht, beim zweiten Mal bin ich dorthin gelaufen. Damals habe ich mit Schritten die Entfernung abgemessen, das ist auch schon eine Weile her. Und siehe da, ich fand dort eine Betonplattform, die so aussieht. Die war etwa 50 Meter lang und 25 Meter breit und ausgerichtet auf die zweite Pyramide. Hier sieht man sie nochmal von der nördlichen Seite. Dann, wie bitte? Beton oder Stein? Nee, Beton. Also die ist aus der Neuzeit. Ich bin dann ein Jahr später nochmal hingefahren und habe mir einen GPS-Empfänger besorgt, um die Position genau festzulegen. Und merkwürdigerweise war die Plattform verschwunden. Also sie war nicht komplett verschwunden, sondern sie war von Sand bedeckt. Da war einen halben Meter Sand drauf, aber dieser Sand war draufgekippt worden. Also der hatte eine andere Farbe als die Umgebung. Und, ja, und heute ist es so, dass die Fläche wieder frei ist. Man kann sie ganz gut in Google Maps sehen. Können Sie sich angucken, etwa 700 Meter südlich der dritten Pyramide. Die Form hat sich noch etwas geändert, die haben die Plattform etwas erweitert. Und ich konnte nicht feststellen, wozu sie dient. Sie wirkt ein bisschen wie so ein Parkplatz, aber es gibt keine Zufahrt. Ringsherum ist hügeliges Gelände, Sand, Geröll. Und ein Hubschrauberlandeplatz macht da eigentlich auch keinen Sinn. Das würde man in der Nähe von Gebäuden machen oder dort, wo man hin will. Ich hatte dann mal einen alten Herrn gefragt, einen Ägypter, und der sagte, ja, da wird einmal im Jahr eine Feier drauf gefeiert. Da bauen die irgendwelche Stühle auf, aber das kann eigentlich nicht der Sinn sein, um da so eine Betonplattform hinzusetzen. Das waren jetzt sozusagen die Astronomie und ein bisschen Mathematik. Jetzt kommen wir zu einem technischen Phänomen. Und zwar
Zunächst einmal hier, das ist die Cheops-Pyramide, die Kernblöcke. Hier hinten sehen wir noch Blöcke der ursprünglichen Verkleidung. Also ursprünglich war die Pyramide völlig glatt und diese Verkleidungsblöcke wurden im Mittelalter herausgebrochen. Man hat daraus Häuser und Moscheen gebaut. Und die Pyramide steht auf den sogenannten Pflastersteinen, die ungefähr einen halben Meter hoch sind. Genau, also Pflaster ist ein bisschen geschmeichelt, ganz schön massiv für so ein Pflaster. Und man sieht übrigens hier die ursprüngliche Grundkante. Also hier außen ist sozusagen über Tausende von Jahren war die Oberfläche der Verwitterung ausgesetzt. Und die Blöcke wurden erst vor 500 Jahren weggeräumt. Und danach waren übrigens die Grundkanten von Schutt bedeckt. Weil man hat die Blöcke einfach von oben herunterstürzen lassen und deswegen waren die Kanten mit Schutt bedeckt, was wiederum die Oberfläche geschützt hat. Und man kann jetzt hier einmal diese relativ intakte Oberfläche noch sehr gut sehen. Und die Grenze ist die ursprünglichen Maße der Pyramide. Deshalb ist auch die Größe der Pyramide so genau bekannt heute. Das Interessante ist, hier gucken wir auf das Pflaster. Man findet eigentlich nirgendwo Fugen, die sich kreuzen, sondern immer, man hat eine Fuge und eine andere Fuge trifft auf diese Fuge. Ich habe das eine T-Ecke genannt. Und dann passiert es, dass plötzlich innerhalb eines Blocks die Fuge einen Knick macht. Das habe ich eine L-Ecke genannt. Hier haben wir nochmal eine T-Ecke. Die Frage, warum wurde so merkwürdig gebaut? Hier habe ich so ein Maßband hingelegt zum Vergleich, um die Breite der Fuge abzuschätzen. Die ist also deutlich unter 1 Millimeter. Und hier ist noch ein Phänomen, die Blöcke sind nicht immer quaderförmig, sondern die haben oft nicht 4, sondern 5, 6, 7, 8 oder mehr Seitenflächen. Hinzu kommt, dass das ist auch bekannt, die Winkel fast nie rechte Winkel sind. Das sind entweder spitze oder stumpfe Winkel. Und die Pflastersteine passen gewissermaßen wie ein Puzzle zusammen. Die Frage, warum wurde so gebaut? Ich habe jetzt Folgendes gemacht. Dies sind nochmal zwei typische Pflastersteine, wo wir hier eine sogenannte L-Ecke haben. Hier ragt der Block in den anderen Stein hinein und hier eine T-Ecke. Und ich habe mir jetzt mal, diese Blöcke habe ich A und B genannt. Das ist übrigens ein Kärtchen, das heißt Ostseite. Das habe ich dahingestellt, damit ich später noch weiß, auf welcher Seite der Pyramide das war. Jetzt mal eine Annahme. Angenommen, die Baumeister hatten eine Art Schnitttechnik. Das ist zunächst mal nur eine Annahme, mit der sie sauber solche Blöcke schneiden konnten. Dann haben wir hier zunächst einmal eine Lücke und einen in etwa passenden Block. Jetzt braucht man nur mit Hilfe dieser Schnitttechnik den Block zu begradigen und entsprechend hier die entsprechende Konkavform zu erzeugen. Und das Entscheidende ist, dass diese beiden Winkel, dieser Winkel und dieser Winkel, die müssen gleich sein, dann passt es einfach. Wenn man das gemacht hat, kann man den Block einfach nach dem Begradigen hineinschieben und wir haben dieses Bild. Jetzt ist hier eine zweite Lücke entstanden und wir schaffen wieder einen Block ran, den Block B, begradigen wieder die Kanten auf die gleiche Weise. Dann sieht das so aus und wir schieben ihn hinein und wir haben haargenau das Bild dieser Blöcke. Also die Blöcke A und B sehen wir da unten. Also mit so einer angenommenen Schnitttechnik könnte man diesen ungewöhnlichen Fugenverlauf erklären. Da gibt es jedoch einen logischen Haken. Und zwar, angenommen, es gibt so eine Schnitttechnik, wie so ein Laserschwert zum Beispiel. Übrigens, Laser kann man nicht verwenden, also Laser können es nicht gewesen sein, wenn es eine Schnitttechnik gab, weil Laser durch Hitze schneidet. Da wird Material geschmolzen, man hätte Schmelzspuren am Gestein finden müssen. Außerdem kann man mit Lasern auch nicht so tief schneiden. Es werden heute Stahlplatten geschnitten, die einige Millimeter, vielleicht einen Zentimeter dick sind. Aber der Laser divergiert wieder ein wenig. Also man kann nicht 1 Meter tief damit schneiden. Das dazu. Also jetzt die Sache, die etwas unlogisch ist. Wenn man so eine Schnitttechnik hat, dann würde eigentlich dieser Block hier, dieser roh behauene Block, keinen Sinn machen, sondern man würde diese Technik auch in den Steinbrüchen anwenden. Man würde in den Steinbrüchen die Blöcke einfach herausschneiden und dann würde es sich anbieten, die Blöcke genauso wie man sie herausgeschnitten hat, wieder zusammenzusetzen bei der Pyramide, wo es ja nur darum geht, ein großes Volumen zu füllen. Das hätte zwei Vorteile. Man würde zum einen müsste man den Block nicht nochmal bearbeiten, weil er schon passt. Und man hat auch keinen Materialverlust, man hat keinen Schutt, den man wegräumen muss. Das hätte aber eine Konsequenz. Wenn das tatsächlich der Fall wäre,
Also wenn man die Blöcke auseinanderschneidet und genauso wieder zusammensetzt, dann müssen sich natürliche Strukturen in den Blöcken über die Fugen fortsetzen. Verstehen Sie, was ich meine? Also die müssten praktisch irgendwelche Linien, die müssten über die Fuge hinwegragen. Und daraufhin habe ich mir jetzt mal die Fotos, die ich gemacht habe, genauer angeguckt. Also das ist zunächst mal die Westseite und das sind die Verkleidungsblöcke. An der Westseite sind die sehr stark verwittert, weil dort offenbar meist Westwind herrscht. Und dann ist da, wenn da Sandsturm ist, ist das also wie so ein Sandstrahlgebläse. Deswegen sehen die heute so verwittert aus. Diese Teile wurden übrigens in der Neuzeit hinzugefügt. Vielleicht um so ein bisschen zu zeigen, wie sie ursprünglich mal aussahen. Das ist aber aus der Neuzeit. So. Hier haben wir zwei von diesen Verkleidungsblöcken. Wir gucken auf die Schräge und man sieht schon mal, die Blöcke sind ziemlich ähnlich. Also es sieht irgendwie wie dasselbe Material aus, aber Strukturen kann man noch nicht so gut erkennen. Hier haben wir auch zwei Blöcke, das ist auch auf die Schräge geschaut. Und zwar, die Fuge läuft hier in der Mitte lang, gekennzeichnet durch die Pfeile. Und man sieht, dass hier zum Beispiel so eine bläuliche Fläche ist, die sich über die Fuge hinsetzt, fortsetzt, über die Fuge hinweg. Hier ist nochmal, das ist die Oberseite der Pflastersteine an einer Stelle. Und zwar hier sind auch so Flecken, die im Gestein sind, die sich auch möglicherweise also fortzusetzen scheinen. Hier sind noch einmal die Pflastersteine, das ist die Oberfläche. Hier gucken wir von der Seite und hier sehen wir interessanterweise so Schichtungen. Das sind Schwächen im Gestein, die durch Wind oder Sandsturm herausgewaschen wurden. Und wir gehen mal etwas näher ran. Es sieht hier so aus, als ob diese Schichtungen, die ja im Gestein vorher waren, als ob die sich auch fortsetzen über die Fuge. Also hier ist es relativ deutlich. Hier unten auch. Da kann man fragen, ist das jetzt zufällig so? Sind die Steine zufällig gleich? Und man könnte jetzt bei Kalkstein könnte man behaupten, na gut, das ist ein Oberflächeneffekt. Durch Reittiere, also wie Kamele, Pferde, können auf der Oberfläche, da entstehen meinetwegen Schrammen oder Spuren, die sich über eine Fuge fortsetzen. Und deshalb ist die Frage, ob das der Oberflächeneffekt ist oder nicht. Bei Granit ist es aber so, Granit verwittert im Grunde nicht. Da bricht man eine Ecke ab, aber Granit ist sehr hart und hält über Jahrtausende. Das ist eine Zeichnung, übrigens von William Flinders Petrie, der auch sehr genaue Messungen gemacht hat, vom Taltempel des Kefren. Auf dem Pyramidengelände, der ist komplett aus Granit oder hauptsächlich aus Granit. Ich habe mir hier so ein kleines Spezialstativ gebaut, mit dem ich die Fugen fotografiert habe. Und hier ist es auf jeden Fall erkennbar, dass es verschiedene Blöcke waren. Die Fuge ist sehr grob. Und diese Stelle ist übrigens hier. Im Hintergrund sieht man den Aufweg zur Kefren-Pyramide. Das ist hier dieser Ausgang. Und jetzt schauen wir uns mal diese Stelle an. Hier ist der Haupteingang. Wenn man hier reinkommt und dann nach rechts guckt, dann sieht man folgendes Bild. Das sind insgesamt 4 Blöcke. Die Fuge läuft einmal hier lang. Hier läuft eine Fuge senkrecht hoch. Das sind 2 Blöcke. Hier einer und der. Also hier haben wir offenbar keine fugenübergreifenden Strukturen. Also hier gehen keine Strukturen über die Fugen weg. Das sind verschiedene Blöcke. Das sieht man auch von der Farbe. Aber wie sieht es hier aus? Ich habe jetzt mir einige Ausschnitte genauer angeguckt. Einmal diesen Ausschnitt und dann nochmal bin ich noch näher rangegangen mit der Kamera. Da haben wir folgendes Bild. Die Fuge verläuft hier waagerecht und hier senkrecht. Und wenn man sich das hier anschaut, erstmal ist die Fuge sehr dünn, sie ist kaum sichtbar und es sieht so aus, zum Beispiel hier dieser weiße Fleck, der wird durch die Fuge durchschnitten praktisch, als ob es ein Block war. Ich war übrigens mal im Institut für Mineralogie in Hamburg, habe da mit einem Professor, Finks hieß der, gesprochen und der sagte direkt, das ist ein Block gewesen. Tatsächlich sind es aber 2 verschiedene Blöcke. Also er meinte, es war ursprünglich ein Block. Er sagte dann, man müsste das mal auswerten, man müsste diese Flächen irgendwie statistisch erfassen und mathematische Analyse machen. Da habe ich jetzt nicht die Zeit gehabt und man kann es auch viel einfacher beweisen. Jetzt gehen wir noch mal etwas näher ran. Das ist jetzt der Punkt, an dem sozusagen die senkrechte Fuge auf die waagerechte Fuge trifft. Hier verläuft die Fuge. Das ist Millimeterpapier, das habe ich draufgeklebt zum Größenvergleich. Und wenn man hier genau hinguckt, hier haben wir eine Struktur, die so schräg liegt und sich auch über die Fuge fortzusetzen scheint. Ich bin dann etwas nach links gegangen. Hier haben wir nochmal das gleiche Bild.
Und hier ist zum Beispiel eine Linie, die setzt sich einfach über die Fuge fort. Also wenn heute zum Beispiel Granit geschnitten wird oder gesägt wird, dann benutzt man zum Beispiel Bänder, die mit Diamantpartikeln belegt sind und dann entstehen immer mindestens mehrere Millimeter ein Sägespalt oder ein Zentimeter. Und wenn man an einer Fuge eine schräge Linie hat, dann würde ein Stück Material fehlen und wenn man die Blöcke wieder zusammenschiebt, danach, dann hätte man einen Versatz. Die Linie würde nicht mehr genau passen. Man hätte einen Versatz von mehreren Millimetern, das haben wir hier aber nicht. Dies ist nochmal ein Teil der senkrechten Fuge. Man sieht hier auch, dass also hier haben wir so einen hellen Bereich, der auf beiden Seiten ist. Hier ist so rötlich, hier ein dunkler Bereich. Genau, das habe ich fugenübergreifende Strukturen genannt. Nochmal, damit es verständlich wird. Das ist das Phänomen. Die Blöcke wären praktisch geschnitten worden ohne Materialverlust, was wir selbst heute nicht machen können. Da gibt es keine Möglichkeit. Die Strukturen würden sich einfach fortsetzen. Was man normalerweise erwartet, das konventionelle Bild sieht so aus. Die Strukturen die enden hier. Also, sollte sich dies bewahrheiten, dann wären die Blöcke mehr oder weniger ohne Materialverlust geschnitten worden. Ich habe das meinem Chef, dem Professor, mal gezeigt. Und zwar die Idee war, dass wir auf dem Granit eine Fläche abschleifen über einer Fuge und die Fläche polieren, sodass man wie bei poliertem Marmor genau sieht, ob sich die Strukturen fortsetzen. Die andere Idee war, dass man eine Kernbohrung macht, ein paar Zentimeter Durchmesser, über so einer Fuge. Man bricht den Kern heraus, der eine Fuge enthält und das könnten wir an der Uni, mit der Diamantsäge in Scheiben schneiden und genau prüfen die Materialzusammensetzung ober- und unterhalb der Fuge und zum Beispiel auch die Kristallorientierung. Wenn die übereinstimmen würden, dann wäre das quasi der Beweis. Das habe ich bereits gesagt, heute gibt es immer einen Sägespalt, die Strukturen würden nicht passen. Eine Frage noch, wenn überhaupt, womit haben die Baumeister gesägt? Mit Kupfersägen, also Kupfer ist viel zu weich, um damit Granit zu bearbeiten. Ich habe mal einen Steinmetzbetrieb besucht und der sagte mir, der Chef, für Granit braucht man Spezialwerkzeuge, die immer wieder geschliffen werden müssen. Und damals gab es nur Kupfer, es gab noch kein Eisen. Es gab noch nicht mal Bronze zu der Zeit. Eine Frage noch, aus welchem Material waren Hammer und Meißel? Die Steine sollen mit Hammer und Meißel bearbeitet worden sein. Diese Frage, aber ich meine, die würde sich erübrigen, wenn sich dieses Phänomen bewahrheiten sollte. Ich habe jetzt zum Schluss nochmal 3 Bilder. Das ist eine noch stärkere Vergrößerung. Das ist wiederum Millimeterpapier. Das ist 1 Millimeter von hier bis hier. Und Sie können hier mal die Breite vergleichen. Die Fuge verläuft hier. Ich habe meinen Chef gefragt, wie er die Breite einschätzt. Er sagte 100 μ. Spontan. Das ist ein Zehntel Millimeter. Und das sind tonnenschwere Blöcke. Die haben Gewichte im Taltempel des Kefren von mehreren Tonnen, 5 bis 10 oder 15 Tonnen, die praktisch auf Bruchteile von Millimetern genau passen. Und hier sieht es schon so aus. Dieses Korn ist praktisch fast genau in der Mitte durchgeschnitten worden. Hier ist auch so ein heller Bereich. Genau, es gibt noch mehr Bilder. Das ist die gleiche Vergrößerung. Ich habe die Skala hier unten hingemacht. Die Fuge verläuft wieder waagerecht in der Mitte. Hier finde ich, ist es noch deutlicher. Dieser Bereich setzt sich über die Fuge fort. Also die Pfeile, die kennzeichnen den Verlauf der Fuge. Hier haben wir auch so einen hellen Bereich. Kann eigentlich jeder selbst gucken. Und zum Schluss noch ein Bild. Wieder die Fuge waagerecht zwischen 2 wirklich großen Granitblöcken. Hier ist der Maßstab. Sieht man, dieser weiße Bereich setzt sich über die Fuge fort. Dieses Korn hier ist praktisch in der Mitte durchgeschnitten durch die Fuge. Hier haben wir Flächen unterschiedlicher Farbe, die aufeinanderstoßen an der Fuge. Und hier wäre möglicherweise eine Erklärung, das würde nicht dazu passen, dass eventuell hier nur eine dünne Schicht dieses weißen Minerals obendrauf war und die hier abgeplatzt ist. Oder umgekehrt, dass eine schwarze dünne Schicht war und die auf die abgeplatzt ist, wäre eine Erklärung. Ich behaupte nicht hundertprozentig, dass es so ist, aber es sieht ganz danach aus. Und das hat einige Konsequenzen. Also wenn das der Fall ist, dann hat die Ägyptologie wirklich ein Problem, gelinde gesagt. Kommen wir zur Zusammenfassung. Geografische Lage, die Ausrichtung nach den Himmelsrichtungen ist anerkannt, das ist eigentlich nichts Neues, ist aber auch bemerkenswert, weil die sehr genau ist. Pyramiden befinden sich auf halber Höhe zwischen Äquator und Nordpol. Da wird es schon ein bisschen schwieriger mit der Erklärung, da müssen wir eigentlich mit Zufall kommen von der ägyptologischen Seite, weil
die Baumeister im Grunde die Größe der Erde gekannt haben müssen. Pyramidengrößen. Die Größen der Pyramiden werden durch 3 Gleichungen bestimmt. Und genau, die Genauigkeit ist sehr groß, zwischen 0,1 und 0,2%. Dann noch eine Bemerkung, Anpassungsfaktoren sind nicht erlaubt, das ist sehr wichtig. Und alte ägyptische Längenmaße, wo man einen Widerspruch vermuten könnte, die sind möglicherweise später entstanden. Es gibt im Grunde 2 Möglichkeiten. In Bezug auf die Sekunde gibt es 2 Möglichkeiten, das muss ich nochmal sagen. Wenn es die Sekunde damals schon gab und wenn die Gleichung tatsächlich eine Bedeutung hat, wenn es so beabsichtigt war, dann gab es entweder die Sekunde schon vorher oder die Cheops-Pyramide und die Sekunde sind mehr oder weniger gleichzeitig entstanden, wäre auch eine Möglichkeit. Das ist ein bisschen Spekulation. Der astronomische Zusammenhang, also aus den Gleichungen geht hervor, dass die Pyramiden offenbar die 3 inneren Planeten des Sonnensystems repräsentieren, Merkur, Venus und Erde. Die Anordnung der Pyramiden stellt eine Konstellation der Planeten dar, wobei sich Merkur in der größten Entfernung zur Sonne befindet im Aphel. Die Sonnenposition im Pyramidengelände ist ca. 726 Meter südlich der 3. Pyramide. Es hat sich jetzt etwas geändert, weil es eigentlich 3 oder 4 Möglichkeiten gibt. Und entsprechend gibt es verschiedene Zeitpunkte, 228 nach Christus, 7588 nach Christus oder 3088 nach Christus. Und ich kann ja schon verraten, eine genaue Untersuchung, es sind noch ein paar Sachen ans Licht gekommen. Es gibt nur noch einen Zeitpunkt jetzt und das ist der hier, 3088 nach Christus. Aber das ist jetzt nicht Thema dieses Vortrages, das würde zu weit führen. Die Frage ist nicht, ob die Berechnungen korrekt sind, denn sie sind korrekt innerhalb der Fehler, die eingegeben sind, sondern die Frage ist, ob diese ganzen Berechnungen zufällig so passen, ob das zufällig hinkommt. Und in der Physik ist es nichts Besonderes, mit Wahrscheinlichkeiten zu rechnen. Man kann also die Wahrscheinlichkeit für den Zufall abschätzen. Zum Beispiel in der Quantenmechanik, da wird nur mit Wahrscheinlichkeiten gerechnet. Und ich habe mal so eine Abschätzung durchgeführt. Das Entscheidende ist, also wenn man annimmt, dass man zum Beispiel für eine Gleichung eine Wahrscheinlichkeit von 10% nimmt, dass in einem von 10 Fällen man zufällig auf so eine Gleichung stößt, dann ist der entscheidende Punkt, dass die 3 Gleichungen im Grunde unabhängig voneinander sind. Dann die Anordnung der Pyramiden hat auch mit den Größen der Pyramiden nichts zu tun. Es gibt also verschiedene Aspekte, die alle für sich eine relativ geringe Wahrscheinlichkeit haben. Und die Gesamtwahrscheinlichkeit, dass alle Größen gleichzeitig zufällig so hinkommen, ist das Produkt der Einzelwahrscheinlichkeiten. Man multipliziert also kleine Zahlen und das Ergebnis ist noch viel kleiner. Und das Ergebnis ist hier, dass die Wahrscheinlichkeit, dass alle diese Zusammenhänge zufällig so passen, deutlich kleiner ist als die Wahrscheinlichkeit für einen Hauptgewinn im Lotto. Bautechnische Aspekte. Es gibt diese T- und L-Ecken. Blöcke haben oft mehr als 6 Außenflächen, also mit Ober- und Unterseite, haben ziemlich komplizierte Blockformen. Es gibt kaum rechte Winkel. Genauigkeit der Steinbearbeitung sind Bruchteile von Millimetern. Das ist jetzt auch nichts Neues, aber was Neues sind diese fugenübergreifenden Strukturen. Das hat es bisher noch nicht gegeben und ja, ich hoffe, dass das eines Tages geprüft wird. Wir haben übrigens schon einen Antrag gestellt, schon vor Jahren, wo wir unseren Versuch beschrieben haben. Wir haben keine Antwort gekriegt. Also von der Uni mit Stempel, Unterschrift des Professors, keine Antwort bekommen. Achso, falls jemand die Details interessieren, die Berechnungen, Referenzen und so weiter, das ist in dem Buch Pyramiden und Planeten alles drin. Über 400 Seiten ist genügend Material, kann man alles nachprüfen. Was ist das Fazit? Es scheint so, als ob damals eine Hochtechnologie vorhanden gewesen ist, unabhängig davon, wer die Baumeister waren. Also wenn Cheops die Pyramide gebaut hat, dann muss auch er diese Hochtechnologie besessen haben. Und wenn er es nicht war, dann war es halt jemand anders. Damit bin ich am Ende. Herzlichen Dank für die Geduld, die Sie hatten.